Der Endspurt dieser Saison geht los. Wir starten mit einem Auswärtsspiel bei Union Berlin. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden der Saison. Wir haben die Champions League auch noch mit dabei. Da spielen wir gegen Real Madrid. Da hat es ja gegen Celtic Glasgow ganz gut funktioniert. In den Playoffs für das Achtelfinale. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir uns die Meisterschaft holen können. Ja oder nein, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Wenn ihr dem Ganzen hier einen Daumen nach oben da lasst. Gerne auch ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Es läuft momentan wieder ein bisschen besser. Wir hatten mal so eine Phase, da ging es überhaupt nicht gut. Egal, ob es vom Spielerischen war oder von den Ergebnissen her, da hat überhaupt nichts gestimmt. Es geht momentan. Es gab wieder ein kleines Update. Warum man jetzt noch ein Update machen muss, weil bald FC 27 rauskommt. Naja, soll mir ja recht sein. Und es soll mir auch recht sein, dass wir hier heute richtig gut bislang reinkommen in die Partie. 8. Minute, erste Chance. Der Trainer guckt wie immer. Der Trainer ist nicht 100% zufrieden. Aber ist auch verständlich. Nach dem Saisonverlauf gucken wir mal, wie es heute läuft gegen Union. Und wie gesagt, wir sind schon mit großen Schritten in Richtung FC 27 eigentlich unterwegs. Stand der Aufnahme, weiß ich nicht, wann es angekündigt wird. Offiziell hier und da gibt es so ein paar Leaks natürlich, wie immer. Dass das Release-Datum schon raus ist, die Preise und so weiter, die Konsolen und hier und da. Verschiedenes Neues zum Karrieremodus und so weiter und so fort. Also quasi wie immer, wie jedes Jahr. Und wie jedes Jahr gehen wir hier in Führung. Ich musste den Satz irgendwie beenden, aber wir gehen in Führung. Ganz easy. Jona Kusiasare, 11. Tor. Bei dem hat es auch ein bisschen gehakt in der Saison. Der hat auch nicht so gut performt wie letztes Jahr, aber immerhin, ey. Will ich mich gar nicht beschweren. Wir sind Zweiter. Ich glaube, mit dem Sieg könnten wir wieder an die Tabellenspitze springen aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Leipzig. Und Union, komischerweise, ist so eine Mannschaft, die liegt mir. Also, obwohl die da mit ihrer Fünferkette hinten spielen und so weiter, die liegen mir eigentlich ganz gut. Und die kriege ich auch immer gut bespielt. Egal mit welcher Mannschaft. Lass mir da nur die Ruhe. Naja, hoffentlich machen wir auch so weiter. Das wäre mal das nächste Gute, dass wir hier weitermachen. Oh, nicht den Gegner zu Toren einladen. Oliver Burke. Gut, dass der den vorbeigeschossen hat, weil das war wieder so ganz typisch ich. Dann will ich es hinten rausspielen. Ganz unproblematisch, dann werden wir gepresst. Das darf ich mir gegen Real, also wir spielen gegen Real dann im Achtelfinale, nicht erlauben. Wir haben dann wieder 2, 3 englische Wochen, da muss ich auch wieder schauen mit den Kräften. Das wird dann auch wieder eine sehr, sehr große Herausforderung. Aber egal, das habe ich schon die ganze Saison. Ich möchte nicht meckern, ich möchte mich nicht beschweren. Es ist, wie es ist. Wir wollten Champions League spielen, jetzt haben wir Champions League. Vielleicht auch nur noch eine Runde gegen Real. Ich weiß ja nicht, ob wir da das in 2 Spielen irgendwie hinkriegen. Aber ich probiere alles. Ich probiere alles, auch gegen Real Madrid irgendwie weiterzukommen. Jetzt kommen wir erstmal hier über Köhn. Derek Köhn, aber auch im Abseits. Also die Verteidigung funktioniert eigentlich. Es wirkt wieder ein bisschen stabiler. Also das Schiff ist wieder in ruhigeren Gewässern, wenn man es mal bildlich darstellen möchte. Aber so ganz raus, so auf ganz flacher und ruhiger See sind wir noch nicht. Die ein oder andere Welle müssen wir dann noch überstehen. Wie jetzt zum Beispiel. Oder fehlt Avasir mittendrin. Da kommt Pfeiffer auch nicht ran. Das geht nicht. Und das ist dann, ja, unsere Saison. Wieder gespiegelt in einem Angriff. Aljoscha Kemmlein, weißt du, 2. Tor. Der trifft auch aus 3 Metern Möbelwagen nicht, aber gegen uns, ey, marschiert er da durch. Aber da kannst du es auch machen, ey. Da fehlt wieder Avasir. Guck da, die Nummer 14, dann kommt der Kann nicht hinterher, da muss sich Pfeiffer entscheiden. Da kommt wieder ein zum anderen, es ist zum Kotzen, wirklich. Aber das kriegt man halt nie raus, das sage ich auch in gefühlt jedem zweiten Spiel. Du kriegst so Sachen, kriegst du irgendwie nicht raus. Ich weiß nicht warum, soll halt irgendwie nicht sein. Auf ein Neustart in FC 27, vielleicht, je nachdem was sich da verändert, wie sich das spielen lässt, vielleicht ist das ein bisschen verheißungsvoller, keine Ahnung, ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Hoffnung, dass sich irgendwas merklich mal verändert, besonders im Karrieremodus, weil du kannst echt viel aus diesem Modus rausholen, wenn du denn fähige Leute dafür hast. Die hat EA offenbar für diesen Spielmodus nicht. Aber sind wir mal gespannt. Jetzt kommt erstmal Kusiasare mit dem nächsten Angriff und Mensah. Der hat schon eine 79, also der würde auch in den nächsten Jahren noch richtig gut werden, also noch besser werden. Ist eine Mannschaft mit viel Potenzial. Ich sag's immer wieder, viel Potenzial steckt da drinne.
Voll ausschöpfen kann ich es nicht. Ich könnte theoretisch nochmal 10 Jahre vorsimulieren und vorspulen und dann nochmal zeigen, wie sich die Jungs hier entwickelt haben. Rein theoretisch. Aber ja, dieses Gegentor, ihr seht, ey, eine Aktion des Gegners und das wirft uns so ein bisschen aus der Bahn nicht, aber wir haben schon hier und da wieder einige Probleme mehr. Aber vielleicht jetzt mit dem Angriff hier. Kusiasare, Karl, Mensas in der Mitte. Oh, schöne Flanke mit dem Außenriss. Situation ist noch nicht vorbei. Nochmal Karl, Mensah. Oh, da ist eigentlich zu wenig Platz. Aber was Mensah dann draus macht, ist sensationell. Und die erneute Führung und wieder der Jubel Richtung Union-Fankurve. Auch nur 7 Tore. Der spielt ja jetzt ein bisschen defensiver. Also als Achter. Wir haben ja hier keinen Zehner. Und dafür 2 defensivere Sechser. Aber der ist auch spitze. Also den habe ich schon von seinem ersten Tor. Ich glaube, das war der allererste Torschütze. Damals, als wir in der 3. Liga gestartet haben. Ich glaube, im Pokal gegen 1860 war da nicht irgendwas. Ich glaube, Mensah war unser allererster Torschütze. Also der ist auch schon seit 2 Jahren mit dabei. Und ihr seht, der hat eine 79. Also rechnet jetzt nochmal 2 Jahre weiter. Also dann hat er fast an die 90, wenn man ihn dementsprechend gut trainiert. Oh, aber wenn wir hier dementsprechend weiterhin so schlecht verteidigen, dann ist der erneute Ausgleich nicht fern. Aber wir kontern. Kusiasare, der ist zu lang. Also es ist auch nicht perfekt. Es reicht bislang, um hier bei Union zu führen. Ob es am Ende für die deutsche Meisterschaft reicht, boah, keine Ahnung. Das müssen die nächsten Spiele mal zeigen. Aber wir müssen diese Spiele hier gewinnen. Ein bisschen Spielfreude zeigen, gerade auch wenn es dann gegen Real Madrid geht. Da haben wir eh nur Außenseiterchancen. Aber die möchte ich gerne nutzen. Und deswegen ist es so wichtig, mit den Kräften hier zu haushalten. Um mal zu schauen, dass ich vielleicht zur Halbzeit schon 1, 2 Wechsel mache oder dann spätestens zum nächsten Bundesligaspiel. Aber noch ist das Spiel ja hier nicht rum. Aber Siem, oh, lässt sich da wieder austanzen. Das geht nicht, ey. Das ist Kreisklasse. Vielleicht sogar noch tiefer, keine Ahnung. Und Marin Ljubicic mit seinem 9. Tor. Das ist unfassbar. Echt, wie wir die Gegentore kassieren. Ja, das ist auch zu billig hier. Guck mal, aber Siem, der war auch schon mal besser drauf. Lässt er sich da abkochen. Ja, und da muss Pfeiffer auch spekulieren. Entweder draufgehen oder den Mann decken. Er geht drauf. Und Ljubicic sagt Dankeschön. Ja, den macht er aber sehr souverän unter die Latte. Ja, also es ist wieder, um nochmal ein bisschen Werbung zu machen, viel Spektakel. Viele Tore. Natürlich, 4 Tore. Spannung ist da. Wenn ihr also noch nicht abonniert habt, ich glaube, die Mehrzahl prozentual gesehen meiner Zuschauer sind noch nicht Abonnenten. Also sorgt dafür, macht das Abo unten weg. Also klickt auf den Abo-Button und dann wäre das ganz schön, wenn ihr mich damit supportet. So, ich mache mal eine radikale Umstellung hier. Ich mache mal Lennart Karl als, ja, so fast 10er. Vogi dann auf dem Flügel, weil ich muss dann mit den Kräften ein bisschen haushalten und sparen. So, anderes Schema kommt für den Cut. Rechtsverteidiger können wir Murphy reinbringen. Machen wir auch. Von der Hitz wäre der eigentlich auch, aber der muss ja für De Graef spielen. Tristan De Graef ist verletzt, 4 Wochen noch weiterhin. Also der wird dann auch in den wichtigen Spielen fehlen. Ja, was macht Union hier mit uns? Ich habe ja eigentlich gesagt, das ist ein Gegner, der mir liegt. Offenbar haben die das mitgekriegt, mitgehört und nutzen das jetzt als Motivationsspritze. Aber Achtung, Aljoscha Kemmlein schon wieder und wieder Avasierung. Wir kriegen es wieder nicht verteidigt. Das ist krass. Also Verteidigung ist nicht unser bester Freund. Das ist nicht unsere Spezialdisziplin in der Saison. Wir bekommen einfach zu viele. Oh, den hätte Braun auch festhalten dürfen. Guck, das meine ich hier, Murphy. Der ist eigentlich im Zweikampf, lässt sich dann abkochen und dann kriegt er den Gott sei Dank nochmal. Braune kommt raus, den muss er jetzt aber haben. Ja, den hält er jetzt, weißt du. So, und jetzt mal vorne. Kusiasare gegen 4 Mann alleine. Vielleicht kriegen wir es ja schnell irgendwie umgeschaltet. Kusiasare läuft in die Tiefe. Oh, nee, da ist der Rekön noch hinten. Ansonsten wäre das gar nicht verkehrt gewesen. Ja, wir kommen auch immer einen Schritt zu spät. Also das ist auch wieder ein Spiel, wo wir uns hier reinkämpfen müssen, wo wir, ja, uns durchbeißen müssen. Ganz einfach. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Von der Hitz, der wird auch noch richtig gut. Von der Hitz. Allein gegen alle. Jetzt aber Justin von der Hitz. Mal kurz den Messi ausgepackt für Rechtsfüßer. Und auch der hat zwar auch erst 4 Tore, aber mein Gott, der wird auch über eine 90 kriegen. Aber das Talent ist hier schon zu sehen, das Potenzial. Ne? Geht durch die gesamte Union-Verteidigung. Niemand hält den auf. Der ist auch noch schnell. Hat einen guten Abschluss.
Boah, ich kann es auch nie entspannt machen. Ich glaube, zuletzt hatte ich mal ein entspannteres Spiel, 1:0 gegen Mainz zu Hause. Aber das war's dann auch. Ansonsten, ihr seht ja die Spiele, wie die laufen. Das ist alles sehr, sehr wild. Hat wenig Hand und Fuß. Aber wenn wir am Ende als Sieger vom Platz gehen, das ist mir sowas von egal. Und dann, wie gesagt, am Ende deutscher Meister, das interessiert dann auch niemand mehr, wie du gespielt hast. Aber das war mal richtig gut. Und Kusiasare kann es jetzt entscheiden. Quasi. Nach einer Stunde. Und Jona Kusiasare, ich glaube sogar Dreierpack oder Doppelpack? Ne, Doppelpack, glaube ich. Ne? Kusiasare hat zweimal getroffen. Dann jetzt von der Hitz und Mensah. Genau. Also ihr seht die Abwehr einmal ausgehebelt. Wir können ja Fußball spielen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier zum allerersten Mal auf dem Platz stehen, aber das fühlt sich manchmal so an. So oftmals, wie man dann halt so spielt und wie sich das Ganze spielen lässt. Da denke ich mir auch manchmal, boah, das hast du auch schon mal besser hinbekommen. Aber das ist ja gerade das Schöne. Dass man nicht schon vorher weiß, okay, ich gewinne jetzt wieder 5:0, sondern dass man halt auch mal so eine Phase hat, wo es auch mal nicht so gut läuft, wo man viele Gegentore kriegt, wo man auch nicht jedes Spiel gewinnt. Aber im Prinzip haben wir echt eine super Truppe wieder auf dem Weg nach vorne. Das sieht man ja hier. Kusiasare macht's wieder alleine. Karl wäre in der Mitte gewesen. Schade, den hätte ich auch noch mal mitnehmen müssen eigentlich. Aber es bleibt beim 4:2. Aber Union ist noch nicht geschlagen. Das ist auch das Witzige dran, dass dieses Spiel noch nicht entschieden ist. Und gerade auch so von den Leistungsträgern. Avaziem, guckt euch das mal an. Wie der sich im Zweikampf verhält. Ey, der ist irgendwie auch momentan mit dem Kopf woanders. Vielleicht schon bei den Realspielen. Vielleicht schon bei seinem neuen Club. Oh, Maeda kommt rein. Der Mann von Celtic. Achtung, Chance ist da. Aber das sind so Spiele, da musst du nicht schön spielen, die musst du einfach gewinnen. Die musst du halt nur gewinnen, Ist auch gut. Und die Spieler dazu haben wir ja, ne? Die eine gute Technik haben und so weiter. Wir müssen das Ganze auch ein bisschen entspannter vielleicht auch demnächst mal wieder ausspielen. Vogi. Und jetzt Kusiasare in der Mitte. Richtig gut. Guter Angriff. Edward kann froh sein, dass er da nicht zum 5. Mal hinter sich greifen muss. Vielleicht ja jetzt. Nach der Ecke von der Hitz. Kusiasare kommt ran. Rice nochmal nach außen. Von der Hitz aus, glaube ich, im Abseits, oder? Nee. Kein Abseits. Murphy, aber das ist auch ein Thema. Verschenkt darüber zu diskutieren. Flanken generell. Die Torhüter kriegen auch jeden Ball. Also egal, ob da 3 oder 4 Mann um die herumstehen, das kriegen die immer noch hin. Maeda, anderes Schema, sehr gut. Auch einfach mal einen Körper reinstellen, robust. Und jetzt die Chance umzuschalten. Kusiasare und Vogi, der ist schnell. Der war eigentlich als Zehner oder habe ich den aufgestellt, aber der spielt jetzt mal außen, weil Karl nämlich als Zehner jetzt agiert. Die letzten Minuten hier. Schade. Nächste Chance. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Platz. Union riskiert. Bleiben die bei der Dreierkette, Viererkette? Ne, Fünferkette haben sie sogar. Aber wie gesagt, Avaziem, der hat auch leider heute nicht seinen besten Tag erwischt. Der gewinnt überhaupt gar keinen Zweikampf. Der ist so neben sich. Jetzt hat er wieder die Chance. Oh, jetzt gewinnt er mal einen Zweikampf. Murphy aber nicht. Dieses Gegenpressing des Gegners, der KI, das ist auch irgendwie extremer geworden, habe ich das Gefühl. Also stärker auf jeden Fall. Dafür haben wir umso mehr Platz. Und jetzt Kusiasare mit der nächsten Chance. Und jetzt klappt sogar der Lupfer. Eine ganze Handvoll. Dreierpack. Und das 5. Tor. So entwickeln sich dann auch Spiele. Also hätte ich das in der ersten Halbzeit gesagt, dass wir dann am Ende 5:2 spielen oder gewinnen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber ihr seht, wie sich solche Spiele dann entwickeln können. Die Qualität setzt sich dann am Ende des Tages durch oder keine Ahnung, wie hier die Spielmechanismen sind. Wie das Skript hier geschrieben ist. Ich weiß ja nicht, was das Spiel noch mit uns vorhat. Auch dann in der Champions League gegen Real, ob wir da 5-mal oder 2-mal mit 5 Dingern aus dem Stadion geschossen werden oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir mit so einer Leistung eventuell deutscher Meister werden. Vielleicht reicht's ja, wenn Leipzig auch nicht jedes Spiel gewinnt. Also jetzt momentan, die letzten Minuten, das ist wieder sehr, sehr dominant. Das gefällt mir richtig gut. Kusiasare nimmt Vogi mit. Lennart Karl in der Mitte. Kusiasare läuft mit. Das ist richtig gut gespielt. Ich sag mal, seit der
Ja, seit dem 3-2 geht das eigentlich nur in eine Richtung. Avasir. Rice ist da, Murphy auch. Ah, der ist zwar Linksfuß, egal, der kann auch mal mit rechts schießen. Also wir werden dieses Spiel gewinnen. Das, was ich am Anfang nicht gedacht hätte, so wie das Spiel verlaufen ist. Aber nach dem 3-2, wie gesagt, hat sich Union irgendwie, weiß nicht, zurückgezogen, haben hinten aufgemacht. Und wir haben es dann einfach auch entspannt und gut zu Ende gespielt. Die Tore musste dann auch machen. Jetzt haben wir, glaube ich, noch ein Bundesligaspiel und dann geht es halt in das erste Spiel gegen Real. Das Hinspiel im Achtelfinale. Jetzt schauen wir, dass wir das hier noch irgendwie verteidigt kriegen. Das wäre auch sinnbildlich gewesen, wenn sich daraus jetzt noch ein Gegentor entwickelt hätte. Egal, 5-2. Wie ist egal. Mann des Tages, der Dreierpacker Yoda Kusiasare. Und somit sollten wir uns wieder an die Tabellenspitze gemogelt haben. Ja, Frankfurt und Wolfsburg. Das einzige Spiel wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben wir sonntags gespielt. 1-1. Oh, jetzt geht's gegen Leverkusen. Wir sind Tabellenführer. Also der Sprung nach oben ist wieder da. Aber der wird nicht von langer Dauer sein. Oh, Hoffenheim, die halbe Mannschaft in der Starthilfe. Das ist, wie gesagt, auch. Also die Idee ist ja super hier. Dieses Social-Media-Feed-Gedöns. Aber bitte. Oh, den Kalender gibt es ja auch. Schön, dass ich das nach 3 Saisons auch mal sehe. Naja, also wir haben jetzt Leverkusen, dann Real, Stuttgart, Real. Die nächsten 4 Spiele, boah, das wird ein richtiger Horror. Ich weiß ja nicht, wo der VfB steht, aber alleine von den Namen her, also klar, wir sind jedem Verein hier unterlegen. Mehr Infos zur Tabelle, zeig ich mal her. So, wir sind punktgleich, aber auch die Bayern dahinter. Frankfurt, 10 Punkte schon Rückstand. Ich weiß nicht, ob die nochmal was in Sachen Meisterschaft mitzureden haben. Ich glaube eher nicht. Leverkusen 9., Stuttgart 11. Die spielen also auch nicht so souverän und so stabil. Ich werde sowohl gegen Leverkusen als auch gegen den VfB, denke ich, dann mal ein bisschen durchwechseln müssen. Ja, das werde ich jetzt erstmal ignorieren, die ganzen Angebote. Da war wieder Rice und Braun hat auch wieder viele Angebote bekommen. Für den Sommer dann gerne, ne? Aber für jetzt erstmal nicht. So, Leverkusen ist da auch nicht so gut drauf. Hat nur einen Sieg aus den letzten 5 Spielen. 3 Niederlagen mit der Truppe. Grimaldo, Malik Tillman, Masa, Nathan Teller, Schick. Dazu noch Deval, De La Valle. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Terrier, Bradley hatte ich auch mal bei mir in der Mannschaft. Wesley, also Longley spielt ja noch, ey, krass. Hinkapir, Bade, also da musste nicht unbedingt auf dem 9. Platz stehen, aber sie tun es. Sie tun es. Jetzt gucke ich hier gerade nochmal rein. Mögliche Angebote auf Fulham, über 50 Millionen. Klar, den würde ich dann auch verkaufen. Ich würde wahrscheinlich auch Braun im Sommer verkaufen. Da brauche ich aber jetzt nicht in die Verhandlung gehen, weil das bringt jetzt eh nichts mehr. Also, wir haben einiges vor uns. Leverkusen, dann Real, dann der VfB und dann nochmal Real und dann Hoffenheim. Wir sind Tabellenführer, wir gehen auf die Meisterschaft zu, aber es wird bis zum letzten Spieltag mega, mega spannend. Deswegen lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Spannendes Saisonfinale. Lasst schon mal ein kostenloses Abo da für die zukünftigen Karrierevideos dann in FC 27. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Part. Macht's gut. Ciao, ciao.